wenn du bisher die EA Sports FC 24 Trailer verpasst haben solltest oder einfach nochmal einen generellen Überblick über die Neuerungen, die angekündigt wurden, erhalten willst, dann bist du hier genau richtig. Denn ich werde im Detail nochmal alle Neuerungen und Informationen vorstellen, die dort vorkamen. Also entspann dich, lehn dich zurück und dann bis gleich. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. Hier im Hintergrund siehst du meine Gliederung, worauf ich eingehen will, was ich für das Wichtigste an den Neuerungen halte und für mich auch am klarsten sind. Der erste Punkt ist generell nochmal bezogen auf das Logo, welche Message jetzt hinter EA Sports FC steht und was das Logo, die Form des Logos vor allem damit zu tun hat. Als weiteres wurden Brand-Kooperationen vorgestellt und noch nicht genaueres dazu erwähnt, aber ich kann euch dazu denn meine Ideen geben, was ich glaube, was dadurch kommen wird. Und einen kleinen Hinweis hat sogar EA Sports direkt gegeben, worauf ich später nochmal eingehen werde, also bleibt unbedingt dran. Dann schauen wir uns nochmal an, welche Lizenzen nun EA Sports durch den Wegfall von der FIFA-Kooperation hat. Und dann kommen wir auch zu den wichtigsten Sachen, und zwar die Gameplay-Technologie-Neuerungen, die vorgestellt wurden, vor allem bezogen auf Animationen. Und am Ende gehe ich nochmal darauf ein, was sie zu Ultimate Team schon gesagt haben. Natürlich hält sich das noch in Grenzen, aber es ist schon Parts dabei, die sehr interessant werden könnten. Also bleibt bis zum Ende dran. Am Ende natürlich dann auch noch die wichtigen Sachen. Wer ist auf dem Cover dieses Jahr? Für welche Plattform wird EA Sports FC rauskommen? Und natürlich, wann der Release ist und was gewisse Vorbesteller-Bonis sind. Und natürlich, welche Versionen es gibt. Aber da kann ich schon mal sagen, ich werde noch mal ein extra Video machen, ob sich die Ultimate Edition lohnt oder die normale Version. Schon mal der Hinweis, wenn das Video online ist, werde ich hier verlinken, wo ich nochmal einen Vergleich zwischen den einzelnen Vorbestellerversionen mache, damit ihr genau wissen könnt, welche für euch die beste sein wird. Wenn dir das Gameplay und der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon mal direkt in den ersten Punkt rein. Und das war gerne nochmal die Ausführung von EA Sports FC, was es mit dem neuen Logo auf sich hat. Für alle, die es noch nicht wissen, EA Sports FC und ihr denkt, worüber spricht der Typ? FIFA 24 heißt ab jetzt EA Sports FC. Das hat damit zu tun, dass sich FIFA und EA Sports letztes Jahr nicht mehr auf eine neue Lizenzverlängerung für den FIFA-Namen im Spiel, also FIFA 24, einigen konnten und deswegen musste EA jetzt den Namen ändern und das Branding sozusagen generell ändern und daraus ist jetzt EA Sports FC geworden und es wird EA Sports FC 24 heißen. Und jetzt gehe ich noch kurz darauf ein, was sie kurz angerissen haben, warum das Logo so gestaltet wurde. Ihr seht, das Logo hat sehr viel Dreieckselemente und EA begründet es somit, da im Spiel immer viel Dreiecke gebildet wird, im Dreieck gespielt wird, dass das allein schon ein Fußballargument ist, wo sich, sag ich mal, der Fußball hin entwickelt hat, dass viel über Dreiecke, Taktiken und sowas funktioniert. Außerdem war bisher schon in den FIFA-Teilen immer das Icon über dem Kopf, ihr wisst es, hatte eine Dreiecksform und auch in dem neuen Chemiesystem, was letzte Saison gekommen ist, ist auch das Dreiecksmuster vorhanden und somit erklärt letztlich EA nur, warum das Logo so gewählt wurde. Wie gesagt, ist noch nicht spannend, wollte ich aber hier nochmal erwähnen. Dann geht es auch schon weiter zu einem eventuell nicht so wichtigen Punkt, aber ich erkläre euch gleich nochmal, warum ich glaube, dass das ein sehr interessanter Punkt für die Zukunft werden kann. Und das waren Brand-Kooperationen. Ihr seht jetzt hier unten auch nochmal das Bild davon, welche Brands, sage ich mal, schon vorgestellt wurden. Und zwar mit Beats wurde eine Kooperation abgeschlossen, mit Nike, mit Pepsi, mit PlayStation und mit Adidas bisher und sie meinten auch, dass noch weitere folgen werden. Jetzt denkt ihr natürlich, ja Junge, was soll das bedeuten? Was hat es für einen Sinn in EA Sports?
Die Frage ist berechtigt, deswegen meine Ausführungen, was ich glaube, was damit kommen wird. Und guck mal, schon mal ein Spoiler-Alert, was mit der Nike-Kooperation, sage ich mal, in das Spiel integriert wird. Das erfahrt ihr dann, wenn ich später den Ultimate Team Punkt anspreche, also unbedingt bis dahin warten. Aber generell gehe ich nochmal darauf ein, was ich mir vorstelle, was kommen wird durch Brand-Kooperationen. Natürlich wird es, denke ich, der Fall sein, dass in Zukunft EA Sports und die unterschiedlichen Brands Kooperationen in Bezug Merchandise anbieten werden. Zum Beispiel Nike kann ich mir Fußballschuhe, Trainingsklamotten, exklusiv EA Sports gebrandete Merchandise-Artikel in Kooperation mit dem jeweiligen Partner, wofür die Brand bekannt ist, eingehen. Das ist, denke ich, der offensichtliche Punkt, was kommen wird. Was interessant sein könnte, was ich mir vorstellen könnte, aber ich weiß noch nicht, ob EA Sports schon so weit ist, dass eventuell sogar die Kooperationen mit Nike und Co. dahingehend werden, dass du eventuell sogar im Nike Store, auf der Nike Website und Co. eventuell jetzt auch mit EA Sports FC Points kaufen kannst bei den jeweiligen Brands und sozusagen kein echtes Geld, sondern eine Art neue Zahlungsvariante mit EA Sports FC Points eingeführt wird. Ist noch ein bisschen vage und ich denke, der Punkt ist noch nicht gekommen. Ich denke trotzdem, dass dieser Punkt kommen wird und das eventuell sogar in Bezug auf Kryptowährungen oder NFTs. Ganz gewagte Thematik, Leute, aber ich habe so ein Gefühl, dass es in Zukunft kommen wird und eventuell sogar das Spiel nochmal dahingehend verändern wird. So, und die andere Sache, was mit Brand-Kooperationen auch noch der Fall ist, da wir ja eh schon Produkte der Brands haben, Nike oder Beats, Kopfhörer und Co., dann gebrandet mit EA Sports und gewisse unterschiedliche Kooperationen, vielleicht noch mit den Ambassadors, mit Figo, Ronaldinho und Co., dass da Produkte rauskommen und dass eventuell Sachpreise ebenfalls von den Brands gesponsert wird und zwar eventuell in der Weekend League. Das weiß ich, Top 100 Spieler, Top 10 Spieler bekommen noch irgendein physisches Goodie von den Brands hinzu. Es wäre crazy geil, honestly, aber ich weiß ja nicht, ob EA wirklich so gönnt. Ich glaube es nicht. Höchstens im E-Sports-Bereich kann ich mir vorstellen, dass dann generell noch von den Brands noch physische Goodies dazukommen, aber ich würde es wirklich feiern, wenn es wirklich auch für den Casual Gamer, sage ich mal, in-game, wenn die Crazy Weekend League und Co. abliefern oder ein spezieller Modus noch hinzukommt, dass dort auch physische Preise Einzug erhalten, dass wir nicht mehr nur In-Game-Münzen bekommen oder In-Game-Rewards bekommen durch Spieler, sondern eventuell auch physische Produkte von den Partnern Nike, Beats und Co. und sie dadurch natürlich die Marke nochmal weiter nach außen tragen können. So meine Gedanken bisher. Und wie gesagt, später gehe ich im Ultimate Team Punkt nochmal darauf ein, was auf jeden Fall mit Nike schon indirekt gedroppt wurde. Also bleibt unbedingt dran. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. So, dann kommen wir auch zu einem spannenden Thema, weil, wie gesagt, die FIFA-Lizenzen im Namen wurden ja nicht geeinigt. Jetzt ist natürlich die Frage, hat EA Sports FC jetzt überhaupt Rechte für die Ligen, Namensrechte der Spieler und Co. Aber da kann ich euch beruhigen, insgesamt haben sie 9000 vollständig lizenzierte Spieler, 700 Teams und 30 Ligen. Und natürlich sind die Big Ligen wie Premier League, La Liga und Co. dabei. Ihr seht hier unten die auch alle nochmal durchlaufen. Aber was noch sehr interessant ist, es wird auch Frauenfußball Bundesliga Einzug gehalten, die spanische Frauenliga Einzug gehalten. Das heißt, auch die Frauenligen werden mehr in FIFA enthalten sein, als auch die Frauen Champions League. Haben sie auch alle Rechte, sage ich mal, geholt, sodass
schon der erste Spoiler-Alert, was ich später nochmal ansprechen werde, auch bei Ultimate Team, dass natürlich nun auch Frauen in Ultimate Team spielbar sind. Und der crazy Punkt natürlich auch noch, dass sozusagen auch Männer und Frauen, was ihr hier kurz in dem Trailer gesehen habt, dass Figo rausgegangen ist und eine Frau reingekommen ist, dass sozusagen auch Männer und Frauen in eurem Ultimate Team zusammenspielen können. Wie das letztlich dann mit Chemie und Co. alles läuft, das werden wir erst später in den Ultimate Team Trailern sicherlich erfahren, aber bietet natürlich deutlich mehr Aufstellungs- und Squad-Möglichkeiten, wenn ihr zwischen mehreren Spielern, Männer als auch Frauen, wählen könnt, was an sich natürlich auch jetzt nun mal zeitgemäß ist. Und jetzt kommen wir langsam zu den richtig wichtigen und interessanten Punkten, und zwar Gameplay, Technologie, Neuerungen bzw. Animationen. Und dort hat EA grob 3 Punkte vorgeschlagen, 3 Technologien, die enthalten sind. Das ist einmal die neue Hypermotion V-Technologie, die Frostbite Engine, die wir jetzt schon kennen, die natürlich nochmal verbessert wurde, und was komplett Neues, Playstyles, wo auch noch ein bisschen Fragezeichen geführt ist, aber darauf gehe ich dann auch gleich nochmal ein. Wir beginnen mit Hypermotion V. Hypermotion-Technologie kennen wir auch schon aus dem jetzigen FIFA 23 Teil, und diese wurde nochmal verbessert, und Hypermotion V, dazu eine Szene im Trailer. Haaland, ihr kennt sicherlich dieses Haaland-Tor gegen Dortmund in der Champions League, wo so eine Art Scorpion, Zlatan Ibrahimovic Move gemacht hat, wo alle ausgeflippt wird. Und die Hypermotion V-Technologie dahinter ist sozusagen, dass Daten aus über 180 Spielen aufgenommen wurden, also wirklich aus Live-Spielen, die wirklich waren, und diese ganzen Bewegungsanimationen aus diesen Spielen wurden direkt in die EA Sports FC Animationsdynamik eingebaut. Ich hoffe, das war verständlich. Und somit die Bewegungen anhand von echten Spielen ins Spiel integriert worden, sodass an sich das Spiel sehr wahrscheinlich deutlich besser und realistischer aussehen sollte. Was ich im Nebensatz rausgehört habe, dass durch spezielle Gameplay-Updates auch neue Spiele, die beobachtet wurden, die Daten auch ins Spiel einfließen, dass bei jedem Patch oder bei fast jedem Patch auch weitere Animationsdaten weiter ins Spiel integriert werden, sodass es mit der Zeit immer weiter verbessert wird, was ja bisher nicht so der Fall war, dass sich animationstechnisch während des Spiels irgendwas verändert hat. Und das meine ich in einem Nebensatz gehört zu haben, dass das nun auch der Fall ist, dass es kontinuierlich weiter verfeinert wird und hoffentlich auch dadurch besser wird. You know. Und das war sozusagen jetzt alles bezogen auf Spieleranimationen. Und dann gibt's nochmal, haben sie unter die EA Sports Sapien Technologie, die auf der Frostbite Engine, sage ich mal, gerendert wird, vorgestellt, dass natürlich auch die Körperbewegung der Spieler jetzt viel präziser dargestellt werden. Hier dazu eine kleine Videosequenz, wo der Spieler hochspringt und dann auch die Rasentropfen, sage ich mal, zu sehen sind, die da mit hochspringen und Co. Aber wie gesagt, das ist so crazy, so detailreich in unserem Game, dass wir das nicht bewusst im Spiel wahrnehmen werden, sodass es eher eine Randnotiz ist und EA, sage ich mal, damit werben kann. Und das gleiche gilt auch für die Matchday Experience, so wie sie es sagen, dass sie sozusagen weitere Zwischensequenzen erarbeitet haben, neue Kommentatortexte eingefügt haben, dass du halt auch mal in der Kabine siehst oder wie die Spieler sich aufwärmen. Aber wie gesagt, das wird für uns jetzt nicht sonderlich gut, sage ich mal, zu haben sind, weil sie in-game nicht wirklich Auswirkungen haben. Aber das natürlich noch der Vollständigkeit halber nehme ich das hier mit rein. Und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten und neuen Feature, wo ich ehrlich gesagt noch nicht ganz durchblicke. Aber ich denke, da wird noch mehr Klarheit mit den weiteren Folgen kommen, und das sind die Playstyles. Und diese Playstyles sind optimiert von Opta. Und Opta ist der Marktführer in Sachen Spieler- und Datenanalyse. Das heißt, die haben haufenweise
Milliarden von Games aufgezeichnet und Statistiken und Co. alles ausgewertet, Spielerbewegungen ausgewertet und haben somit eine Hardcore-Menge an Daten, die natürlich jetzt auch in EA Sports mit einfließen können. Denn wie gesagt, es gibt an sich dann einzigartige Playstyles, die sich auf Bewegungen, Schuss, Dribbling und Animation beziehen. So habe ich das verstanden. Und dann kommen wir zu Ultimate Team und dort, wie gesagt, haben wir schon die eine Sache angesprochen, dass nun auch Frauen in Ultimate Team verfügbar sind und sozusagen Frauen und Männer in einem Team zusammenspielen können. Wie gesagt, wie das dann mit dem Chemiesystem funktionieren wird, wissen wir noch nicht, aber das wird mit der Zeit natürlich in den weiteren Trailern dann auch kommen. Und außerdem haben sie noch eine Neuerung in Ultimate Team vorgestellt und das ist sozusagen Ultimate Team Evolutions. Und sie meinten, dass es eine Möglichkeit gibt, Spieler, die du in deinem Verein hast, abzugraden während der Saison und das sozusagen basierend darauf von deinen Spielen. Es ist noch nicht klar, ob es wirklich nur auf Spielbasis ist, das heißt, wenn du 10 Games machst, kriegt er ein Upgrade, 20 Games und Co. Oder ob es eventuell auch so eine Art Saisonfortschrittsbelohnung ist, dass es Aufgaben jede Saison gibt und wenn du die erfüllst, kriegst du ein Upgrade mit gewissen Spielern. Und so, denke ich, will EA eine Dynamik davon schaffen, dass du eventuell mehr darüber nachdenkst, ob du eventuell einen Spieler nutzt und den länger zockst, damit dieser Spieler geupgradet wird und eventuell bessere Werte hat, als wenn du einen anderen Spieler dir kaufst, sodass vielleicht ein bisschen weniger Fluktuation im Transfermarkt ist und die Preise ein bisschen stabiler werden, aber ich denke, das wird nicht der Fall sein, aber so eine Dynamik reinkommt, ob du eventuell vielleicht länger mit Spielern spielst und die dadurch upgradest und besser wirst oder ob du halt ein neues Team baust. Aber mehr dazu haben sie auch an sich nicht gesagt, wie das Ganze mit dem Upgrade dann funktioniert. Darauf müssen wir dann auch wieder noch auf den Ultimate Team Trailer sehr wahrscheinlich warten. Aber an sich finde ich eine interessante Neuerung. Wie gesagt, wenn es zu schnell gelevelt werden kann, kann es natürlich auch wieder ins Konträre übergehen, dass alle Mbappé Standardkarte spielen und der dann, weiß ich, nach dem Monat schon OP crazy ist, was er ohnehin schon sein wird. Aber das werden wir dann natürlich alles erst später noch erfahren. Und jetzt kommen wir zu dem Brand-Kooperationsdeal, was ich vorher schon angesprochen habe, wo EA auf der Vorbesteller-Website, ich blende es euch hier ein, gab es nämlich einen Punkt bei der Ultimate Edition, da haben sie die Nike Ultimate Team Campaign vorgestellt, beziehungsweise dass du Zugang zu dieser hast. Und meine Gedanken dazu, es wurde noch nicht wirklich klar kommuniziert, was es an sich denn sein wird. Ich glaube, es wird ein weiterer Ultimate Team Modus sein, und zwar der Nike Ultimate Team Campaign Modus. Wie der Ganze abläuft, keine Ahnung, ob es auch einfach nur Aufgaben sind oder du in den normalen Aufgaben nochmal Ultimate Team Campaign Aufgaben hast und wenn du die abschließt, dass du dann weitere Rewards und Co. bekommst. Ich weiß noch nicht, wie er ablaufen wird. Auf jeden Fall wird es einen Nike Ultimate Team Campaign Modus geben, der letztlich sponsort bei Nike ist. Und ich denke, dass das natürlich auch mit den weiteren Brand-Deals, die sie im Hintergrund haben, ebenfalls mit der Zeit integriert werden kann. Der einzige Punkt, worauf ich in dem Vergleich später auch nochmal in einem weiteren Video eingehen werde, der Variation, dass nämlich, wenn du die Standard Edition kaufst und nicht die Ultimate Team Edition, dass du diesen Zugang zu dieser Nike Ultimate Team Campaign Modus nicht hast, ist nun die Frage, ob du, wenn du die Standard Edition hast, trotzdem durch spielerische Leistungen und Co. diese Campaign freischalten kannst oder ob das wirklich nur exklusiv für Leute sein wird, die auch die Ultimate Team Edition kaufen. Das kann natürlich dann auch wieder zweiseitig ausgehen, aber dazu auch noch keine wirklichen Neuerungen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute es trotzdem erspielen können, weil sonst wäre es ein bisschen mau, meiner Meinung nach. Was aber trotzdem auch da schon geleakt wurde, ist, dass dieser Nike Campaign Modus wahrscheinlich einen speziellen TDW Nike
Spielerkarte Objekt, ich verlinke es euch hier hinter, hat ein anderes Design haben wird. Ob es nun wirklich jedes TDW einen speziellen Spieler gibt, den du halt nur über diesen Nike Campaign Modus spielen kannst oder erhalten kannst, ist noch nicht klar. Oder ob es generell nur einmal im Jahr einen Nike Sponsored Player Spieler gibt, ist auch nicht klar, aber es wird auf jeden Fall ein exklusives Nike Spielerdesign geben und somit auch einen neuen Spieler, der nur für Nike Ultimate Team Campaign Leute verfügbar sein wird. Und was ich hier auch nochmal angreifen will und anfassen will, was nicht explizit gesagt wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass über die Zeit eventuell auch physische Güter von den Brands eventuell in dem Nike Campaign Modus auch stattfinden werden. Wie gesagt, Top 100 Spieler, dass die eventuell noch ein Nike Goodie physisch geschickt bekommen und Co. Kann ich mir vorstellen, aber ob EA so gönnt, we all know. Aber ich fände es feierlich, wenn sie schon die Kooperation haben. Oder was natürlich anders sein könnte, wo ich eigentlich nochmal auf die Brand Deals zurückgehen werde. Crazy könnte auch werden, wenn du zum Beispiel zu einem Premier League Match eingeladen wirst oder halt eine Meet and Greet mit den EA Sports Ambassadors wie Luis Figo, Ronaldinho, Haaland und Co., dass du da ein Meet and Greet bekommst, eventuell sogar eingeladen wirst zu einem Premier League Game und danach ein Meet and Greet bekommst. We all know, es wäre zu crazy, um wahr zu sein, aber es wäre eine Option und auf lange Sicht eventuell denkbar. Und wenn EA noch nicht darüber nachdenkt, so, EA, schau dir das Video an, ja, nimm das auf, ihr habt die Möglichkeiten und dann los geht's. Gönn der Community mal richtig, ja, gönn der Community. So, und jetzt kommen wir zum großen Augenblick, denn wir alle wissen, das Cover ist immer extrem wichtig in FIFA und da hat natürlich EA, so schlau wie sie sind, ganz am Ende des Livestreams das Cover enthüllt und wer ist es? Natürlich der Erling Haaland. Der Erling Haaland, die Maschine des Todes, ne? Der stürmische Norweger. Wer hat es mehr verdient als Haaland? Haaland, richtig. Also ich finde es ganz geil. Haaland auf dem Cover, auf der Standard Edition. Die Ultimate Edition hat dieses Dings-Cover, was ich hier jetzt einblenden werde, aber da es ein Download ist, werdet ihr dieses Cover nicht haben, sodass Haaland Coverstar ist. So nach dem Motto. Und noch der Hinweis, EA Sports FC wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC und Nintendo Switch herauskommen. Und der offizielle Launch ist der 29.09. Oder ihr habt Early Access, was ihr mit der Ultimate Edition bekommt. Den Vergleich werde ich in diesem Video vorstellen, wenn es online ist. Und dort habt ihr 7 Tage Vorabzugriff auf die Vollversion. Letztes Jahr waren es nur 3 Tage, deswegen finde ich 7 Tage schon crazy. Eine Woche Vorabzugriff ist crazy. Und ihr könnt natürlich überlegen, ob ihr eventuell EA Play für den September dann abschließt, um dann auch nochmal 10% Rabatt auf die Standard Edition oder die Ultimate Edition zu bekommen, aber dazu in diesem Video dann mehr. Ich hoffe, ihr seid genauso hyped auf EA Sports FC, beziehungsweise auf die neuen Trailer, die kommen werden, welche Neuerungen ebenfalls noch vorgestellt werden und wie das Ganze läuft. Bleibt auf jeden Fall auf dem Kanal, abonniert den Kanal, damit ihr kein Video verpasst, vor allem kein Informationsvideo, wenn ich die nächsten Trailer vorstelle. Und ihr könnt natürlich mehr Content von mir erwarten. Ich bin natürlich immer noch in den Livestreams, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und schreibt auch gerne eure Meinung rein, was ihr eventuell auch unter den Playstyles vor allem verstanden habt, wie sich das ausgehen könnte, was ihr eventuell für Ideen habt in Bezug auf Kooperation und anderen Dingen, die sie vorgestellt haben, ab in die Kommentare, damit ich würde mich freuen, mit euch austauschen zu können. Und ich sage zum Schluss wieder Welcome to the New Age. Ciao.